Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Wir sind hier im Dorf der Machinas und müssten eigentlich darunter zur Fahne, um mit der Vorseherin des Dorfes, deren Namen ich vergessen habe. Wer ist die? Mit Linada, genau, um mit Linada zu quatschen. Aber ich habe darauf noch gar keine Lust, weil ich möchte mich erstmal hier noch ein bisschen umgucken. Mit dir möchte ich mich noch ganz kurz unterhalten, einfach weil du ein neuer Mensch bist, beziehungsweise eine neue Person, ein neuer Mensch. Und dann geben wir erstmal die paar Aufgaben, die wir haben, hier ab. Kannst du bitte raus? Die Tür ist abgeschlossen. Das soll verhindern, dass sich Leute dem Ätherauspuff nähern. Der Auspuff stößt gefährliche, hochkonzentrierten Äther aus. Ich bin hier so etwas wie der Torwächter. Also willst du jetzt sagen, ich komme hier gar nicht raus? Das ist ja... Aber ich habe da Jobs. Na gut, dann ich chemisch Runterspringer. Gut, dann werden wir jetzt doch mal kurz mit Lanada sprechen. Kann ja eigentlich auch nicht schaden, würde ich sagen, ne? Ach, das ist jetzt Fiora. Hi. Weil ich sagen muss, Fiora ist echt schon süß. Begebt euch zum Zeigefinger des gefallenen Arms, reist dann weiter zu den Mechons-Hallen und dort gelangt ihr zur imperialen Hauptstadt Agniranta. Das war die andere. Okay, es gibt doch noch eine andere Stadt. Wenn man sich so nachdenkt und vorstellt, dass wir da oben eigentlich rumhantiert sind, ne? Auf diesem Dingens. Komm ich hier nicht? Lass mich doch hoch. Komm ich echt nicht hoch? Doch, so. So. Ich muss mit Linada sprechen. Na denn. Oh, ihr seid zurück. Habt ihr euch noch umgesehen? Naja, groß ist das Dorf nicht, aber ja, haben wir. Und hätten schon Fiora. Alles klar. Nun, dann will ich euch eure Fragen beantworten. Oder seid ihr noch nicht fertig? Mit Linada reden. Let's go. So, are you Mechon? In one sense we are, and in another we are not. It is a fact that the weapons you call the Mechon were created by our civilization. However, we were born from the Mechonis. By your understanding, it would be correct to say that we are the same as Mechon. A form of mechanical life born of the Mechonis. Is that correct? From our perspective, you are forms of organic life born of the Bionis. Life born of the Mechonis. So there is life here, just like on Bionis. Explain to us why you invaded our world. What did we ever do to you? I understand your feelings, but please, there is much yet to tell you. Dunban, please hear her out. But... These Machina, they're good people. Fiora? You do not look fully functional. Ever since she was given this body, she hasn't been feeling too good. But we honestly don't know what to do. Do you mean to tell me you are not Machina? Why didn't you tell me sooner? I'm okay. Really. Nonsense. I am a doctor. Do not worry. I specialize in people in your situation. Just as I thought, you were transformed into a face unit. You are experiencing a functional breakdown in multiple locations. Hey. I will take her to my laboratory. The chief will answer your questions. He is waiting for you in Junks. For us? We will speak later. Shulk, I'm... Fiora. Don't worry.
I'll keep an eye on her. Thanks. Gut, damit sind Charla und Jura erstmal weg. Ach, jetzt kommen wir hier rein. Huh. He's massive. Ja, definitiv. I get a kick out of seeing people's faces every time. We were told that you were waiting for us. That's right. I've been waiting a long time. Waiting for you to accept my request. Request? But first, let me ask. The sword the young man is holding. Is that the Monado? It is. And the destruction of the fortress on the sword. Was that your lot's doing? Yes. Although unfortunately we were unable to stop Egil. Egil? Do you know him? He claims to be the leader of Mechonis. This Egil that you fought is one of our people. He's my son. Your son? Actually, my request is about him as well. Ah. I want you to kill Egil. Ja, moin. Und hätte ich gewusst, dass das jetzt hier so schnelle Züge annimmt, hätte ich auch das noch in der letzten Folge mit reingebuttert. Aber so alles in allem war dieses Kapitel nun sehr kurz, wenn ich mal so drüber nachdenke, ne? Es hat gerade mal knapp 2 Stunden gebraucht, um alles zusammen zu frühstücken. Wenn ich das sehe, 70 Minuten 24, ne? 70 Stunden 24, da war das Kapitel 12 zu Ende. Was bis Kapitel 11 zu Ende. Und wir sind jetzt in Kapitel 12 gelandet, was jetzt 2 Stunden später quasi ist. Mit Pausenzeiten drin, ganz kurz, ne? Also irgendwo. Naja gut, dann würde ich sagen, wir schreiben ein bisschen den Spielstand hier und starten damit dann in Kapitel 13 rein. Ich bin neugierig. Dearest Homs and Nopon representatives, my humble gratitude for accepting our invitation. I am Kallian Antiqua, Regent of the High Entia. We all know who you are. You High Entia have kept yourselves safe, remaining spectators to our destruction. Why call upon us now? As stated in my invitation, it is our intention to form an allied force from the peoples of Bionis, with which we will confront Mechonis. Look at you. One little scratch and you're already crying for help. I cannot deny this. The attack did serve as the catalyst, but the fact remains that things have changed. When we needed help at the Battle of Sword Valley, our cries were ignored. Give me one good reason why we should bother. Huh? I understand your anger. Our selfishness was inexcusable. However, please hear what I have to say. Listen to why our stance has changed. Stop talking if you like, but no promises we'll stick around till the end. We High Entia were mistaken. We believed that if we were attacked by the Mechon, our power alone could repel them. But a brave group of young heroes showed us the error of our ways. When the Mechon descended upon Erith Sea, Shulk fought with a courage I have never seen. I was most surprised to see that this group was comprised of different races. Homs, Nopon, High Entia, although different,
They trusted one another as friends. As just one inhabitant of Bionis, I desired to... No, I felt compelled to become strong like them. Their strength came from the Monado. Bravery only gets you so far in this world. Then you will not join us? Hold your horses, son. I said they didn't win with bravery alone, but they wouldn't have got far without it. All right. You can count on our help. The Nopon will join too. The Hum and Bird people are friends of the Nopon. We will fight together. Dixon, are you leaving? Yeah. It's just I felt this sudden pain in the neck. Is that your response? Don't go jumping the gun there, Prince. I'll leave the colony's forces with old Atharon here. You can use them however you want. I've got somewhere I need to be. Might I ask where? A battle's more than just a head-on assault. The sooner you realize that, the better. I better go and remind Shulk and all. So you know of their whereabouts? I told you. I've got a pretty good idea. Dixon! Yeah? If you should meet Shulk, What? I have something I want you to tell him. You want us to kill your son? That is no small request. There are hardly any of us Machina left on Mechonis. Back when the Bionis and the Mechonis were fighting, the Bionis almost completely wiped us out. I suppose the Bionis just didn't want us around. Lady Mayneth fought the Bionis for us. In the end, the two Titans wounded each other and entered a deep slumber. Who was Lady Mayneth? The creator of Mechonis. You could say that she is the Mechonis itself. You talk like you saw all this. Ain't this all just an ancient myth? I know I look young, but I'm actually quite old. I saw the whole thing with my own eyes. You can't be serious. The people of Mechonis must have a longer lifespan. Just like we High Entia live far longer than Homs. I get that, but he can't have lived that long. But why do you want your son dead? From what you've told us, I would have thought you'd want us to destroy the Bionis rather than kill your own son. Egil was a brilliant young man. Clever, strong, and kind to the less able. But he never forgave the Bionis for what it did, and he swore to take revenge. So he wants to do to us what the Bionis did to the Machina? Correct. Egil is trying to eradicate all innocent life on Bionis. He has to be stopped. Didn't you ever try to stop him? We tried once. A lot of people were killed. He's blinded by revenge. Even Lady Mayneth herself couldn't convince him to stop. Where is Egil now? Most likely the Mechonis capital. He's trying to restore its former glory all by himself. I feel sorry for him. Oi! What are you talking about? Did you forget what he did to us? I haven't forgotten or forgiven. But Egil's clearly suffered a lot in his life. You don't feel any sympathy at all? All I know is, this stinks. Who cares what he's been through? Rhine! I understand about Egil. But why us? You should be aware that Shulk's sword, the Monado, has the power to destroy Mechonis weaponry. It's said that it was once the sword of the Bionis. Doesn't the very sight of it make you quiver? Zanza. Huh? Oh, just talking to myself. If you're gonna kill Egil, you'll need all of that sword's power. That's how strong Egil is. But enough talk. You must be tired. Take your time and think it over. Until the young lady's treatment is finished, feel free to spend time in our village. She has done well to survive such injury.
What do you mean? Is she sick? Since you seem to have knowledge of Hom's medicine, I'll explain it like this. I'm afraid she's had several of her organs removed. Am I correct in assuming she was configured to operate inside a Mechon? That's right. She has been transformed into a Mechon's central nerve unit. Her blood can now circulate through a Mechon's components. How? I believe her immune system is now configured for compatibility with the Mechon. That's why her strength has depleted. But you can treat her, can't you? Please. Of course. Even as a Machina doctor, I cannot turn a blind eye to this butchery. With our equipment, she will regain her strength, but she will be stuck with this body. I cannot restore her flesh and blood Hom's body. That's okay. I don't want to be a burden to Shulk. I don't care if I have a machine body. Just make it so I can fight beside him. Fiora, leave it to me. If that is your wish, I'll do my best. I must implant a new circulation system for her immune functions. But we have one problem. A problem? I don't have a piezoelectric unit, which is required to control such a system. As long as she remains on this bed, the life support machine can compensate. But to move around freely, she must have the piezoelectric unit. The same unit is used in Mechon, so if you were to find some Mechon parts... But where? Well, outside of the village at the base of Digit 5, there's a beach. Debris from above washes the shore there. You might be able to find one among the Mechon wreckage. We'll take a look. The beach at the base of Digit 5, right? Yes. It gives off a faint red glow, so it might be easier to find at night. Finde einen Fiete-Bauteil bei den Mechons am Kleinfingerstrand des gefallenen Arms. Laut Linada kann Fiora nur durch den Einbau eines Kreislaufsystems geheilt werden. Finde ein Fiete-Bauteil als Kontrolleinheit. Jo, das würde ich sagen, machen wir gerne. So, da geht's wieder raus. Aber hier haben wir auch noch Aufträge. Irgendwo wollen wir noch auf. Das ist ein Harmoniespray. Ach, du hast es. Wohltag. Habt eine Augenblick Zeit, benötige eure Hilfe. Unser Dorf steckt in große Schwierigkeiten. Wir sind hier täglich zahlreichen Angriffen der Mechon ausgeliefert. Das hört sich nicht gut an. Ja, das machen wir mal. Seit Egel seine Invasion begonnen hat, sind sie sogar noch aktiver. Aus diesem Grund nehmen die Verletzten bei uns zu. Medizinvorräte. Zutaten sammeln. Habelmoos. Ja, hier habe ich schon. Gut, ich komme schon rum. Ja, da. Hier, habe ich schon. Ja. Bitteschön. Chef, wo ich kann, auch wenn das so schnell geht. Zwillingsschmuck. Gut, das war's. Hier ist noch eine Harmoniegespräche. Oh, dann, wenn wir Fiora brauchen, hier Harmoniegespräche volle Pulle. Leider habe ich das doch nicht und werde ich auch wahrscheinlich nicht kriegen. Wie sieht denn eigentlich meine Harmonie mit Dings aus? Dann und Shulk. Wir haben schon volle Herzen, ne? Die ganzen Tee bin ich schon voll. Wisst ihr was? Ich nehme Fiora, Fiora schon. Ricky und Melia mit. Einfach mal ganz kurz, um mit denen noch ein paar mehr Punkte zu kassieren. Weil mit Ricky habe ich bisher gar nicht. Mit Melia nur sehr wenig. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, ne? 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Ach, um da hinzukommen, muss ich durch das. Ich komme durch das Tor und bis da lang, alles klar. Aber wir machen erstmal andere Aufträge. Und zwar haben wir ja hier noch
Bearbeitung. Die Geräusche. Da weiß ich ja, wo wir hin müssen. Vielleicht nicht unbedingt die Karte da, sondern hier. Und da kommen wir ja quasi her. Wir müssen nämlich Fioras Mechon, denke mal, abschlamützeln. Aber ich habe dieses Gespräch noch nicht freigeschaltet, obwohl welche Gruppenmitglieder ich habe. Ja. So, hier haben wir. Da haben wir noch ein paar Gegner, die ich wegschnitzeln kann. Hier liegen noch ein paar Items. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Items sind immer wichtig. Ja, das Gebiet hier auch schon vollständig habe. Kann ich aber ganz kurz gucken in dem Wiederaufbau-Ding. Vielleicht habe ich mittlerweile Bahnlampen, habe ich eine. Gibt schon ein bisschen was. Öl aus, da haben wir schon mal. Weiße Pflaumen auch. Okay. Ja, Staubelement fehlt immer noch. Aber es geht da noch sehr wenig für. Aber gut. Wir gehen aber hier lang. Und diese Folge hier ist übrigens Folge 98. Kommt heute leider ein bisschen später, weil ich nicht zum Aufnehmen komme. Also jetzt aktuell müsste die Folge in 10 Minuten online kommen. Aber ich kam leider nicht mehr zum Aufnehmen. Deswegen kommt die Folge vermutlich 19 Uhr. Und ja, ist hoffentlich nicht schlimm. So, mal ganz kurz hier ein bisschen umprügeln. So. Ricky hat wieder Items geschnappt. Sehr schön. Breiiges Sekret. Noch mehr Sekret. Und noch mehr Sekret. Hast du gerade ein Sekret? Sekret. Und Gift Efeu. Oh, ich hätte das gleich hier hoch. Jetzt außen rumgehen wäre vielleicht nicht so das Schnellste. Ne, auf jeden Fall kommt die Folge heute ein bisschen später. Ich kam halt leider Gottes nicht rechtzeitig zum Aufnehmen. Aber es kommt. So ist nicht, ne? Statt 18 Uhr ist halt 19 Uhr. Und dann ist das auch fein, würde ich sagen. Und dann kommt bald schon Folge 100. Ich meine, gut, dass ich 100 Folgen von dem Projekt erreicht würde, war mir schon von vornherein klar. Aber ich weiß nicht, ob ich die Folge 100 als eine Art kleine Special-Folge mache, wo wir vielleicht einfach mal Bullshit machen, wie die anderen Folgen. Aber wir könnten nochmal in die alten Gebiete reinwandern und gucken, ob wir da noch was machen können. Na gut, jetzt nicht vielleicht die da unten besiegen, der wäre vielleicht schon ein bisschen zu schwer für uns. Aber hier könnten wir mal ganz kurz ein bisschen romantieren. Wir besiegen jetzt einfach mal ein paar von den ganzen Viechern hier. Einfach nur um ein bisschen zu leveln und auch um die Harmonie zwischen den Teammitgliedern ein bisschen zu stärken. Schade, ich hab's fast geschafft. So. Oh, eine schöne große Kiste. Nimm mit. Die Wirtschaft von Kolonie 6 benötigt diesen Zangerfäden hier.
Da wir alle 8 beisammen haben, bringen wir die jetzt zum Juju. Schön, dass du weißt, dass wir 8 zusammen haben. Weil ich weiß das auch nicht so. Und ein Angriff schon über die Hälfte abzieht. Das ist so geil. So, noch ein Steinchen. Wir machen es einfach mal ganz kurz nebenbei, einfach weil ich es kann. Du hast dich so viel umgedreht, Kollege. Gut. So, erledigt. Einmal ganz kurz hier runtergehen. Den Ätherkristall da, zumindest die Ätherlaterne, was das da ist, mitnehmen. Oder Ätherstation in dem Fall. Mittlerweile ist er in den Levelbereich, wo ich ihn besiegen könnte, ne? Aber ich habe nicht das normale Team dafür. Mir fehlt so ein bisschen viel, sag ich mal. Deswegen kann ich mich an den Großen da nicht rantragen. Reiche Belev. Leider heißt nicht Belev, sonst wärst du der Protagonist aus Fire Emblem Three Houses. Was ich auch übrigens sehr gerne spiele, ne? Also Fire Emblem Three Houses ist eigentlich auch so ein geiles Game. Hätte ich auch Bock, als Let's Play zu machen, aber ja, ich finde, so Fire Emblem Spiele sind immer schwierig, sag ich mal. Weil du kannst da leider Gottes nicht so schön pausieren, manchmal, wie ich es mir dann wünsche. Weil manche Kämpfe ziehen sich ja dann doch mit Stunde in die Länge. Dann halt doof, ne? So, einfach mal runterspringen. Und dann sind wir wieder hier. Hier unten stehen noch 2 Wachleute. Mit denen kann man auch mal kurz quatschen. Ich sehe ständig diese Frau, die auf und abläuft, ohne Zeug aufhebt. Neue Harmonie im Haus. Welcome. Also wie gesagt, wir werden einfach mal kurz jeden anquatschen. Auch nur aus dem Grund, weil die uns halt Aufträge gegeben. Oder ich halt Harmonie-Infos kriege. So habe ich beispielsweise von der die Aufgabe bekommen. Oh nein, was soll ich schon tun? Das ist mir so peinlich. Was hast du denn da? Ja, erzähl die Geschichte. Die Tür zu meinem Haus ist kaputt. Ich kann sie nicht einfach nicht mehr öffnen. Hm? Was brauchst du denn? Habe ich nicht. Erbeute von den M56 Prototypen auf dem gefallenen Arm 2 uralte Rahmen. Ja, das klingt. Das machen wir. Nehmen wir an. So, einen haben wir ja schon. Hier ist noch irgendwo jemand. Mit der habe ich gerade gequatscht. Hast du dich schon gequatscht? Ja, habe ich. Wer rennt hinten noch rum? Bist du das? Ja. Okay, neue Harmonie-Infos. Sehr schön. Da ist ja noch irgendwo was zu tun hier. Da drüben ist was, ne? Pass mal auf, wir machen das ganz kurz noch. Wir haben es noch. Ne, wir haben gar keine Zeit mehr, sehe ich gerade. Ha! Das machen wir gar nicht mehr. Das machen wir in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir noch ein paar weitere Stadtmissionen. Um dann
früher oder später an denen hier Aufträge zu geben. Ich sag bis dahin, danke fürs Zuschauen und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.